China oder China oder China, Kirche oder Kirche. Sag du mir, wie spricht man dieses Wort hier? Und das und das und das und das. Hallo und herzlich willkommen bei 7 Minuten Deutsch. Mein Name ist Zara und in diesem Video geht es um sogenannte Buchstabenkombinationen. Aber bevor wir starten, ein kurzer Tipp. Wenn du mein Video zu den Lautgruppen noch nicht gesehen hast, schau es dir unbedingt an. Danach wird alles hier viel einfacher für dich. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Are you ready? Dann let's go! Fangen wir mit den CH-Lauten an. Im Deutschen gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten, das CH auszusprechen. Nach den Vokalen E, I, EI und EU spricht man CH weich aus. Dieser Laut kommt im Deutschen sehr häufig vor, zum Beispiel im Wort Ich. Deshalb nennt man ihn auch den Ich-Laut. Aber für viele ist es am Anfang nicht so einfach auszusprechen. Ich habe einen kleinen Trick für dich. Der Laut CH wird an einer ähnlichen Stelle im Mund gesprochen wie das J. Und genau das können wir jetzt üben. Versuch mal ganz schnell hintereinander Ja zu sagen. Ne? So. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oder probier es mal so mit Hi. H-I. So lachen. Und jetzt achte gut darauf, versuch deine Zungenposition nicht zu verändern und sag ganz schnell so kannst du diesen Laut Schritt für Schritt besser üben. Keine Angst, trau dich einfach. Mach einfach mit. Ne? Am Anfang fühlt es sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber glaub mir, es funktioniert. Also los, probier es einfach aus. Ne? Schauen wir uns jetzt gemeinsam ein paar Beispiele an. Echt, Licht, reich, euch. Versuch mal das nachzusprechen. Der Laut ist ganz weich. Ne? Es gibt noch eine zweite Regel, auch nach den Buchstaben L, N und R. Spricht man CH weich aus, zum Beispiel Milch, manchmal, Kirche. Jetzt schauen wir uns den zweiten CH-Laut an, den harten Laut, auch Ach-Laut genannt. Dieser Laut klingt ganz anders als der Ich-Laut. Nach den Vokalen A, O, U und AU spricht man CH hart aus. Hör dir diese Beispiele an. Nacht, Tochter, Buch, Bauch. Ne? Dieser Laut kommt aus dem Hals, ein bisschen wie ein leichtes Ch, Ch. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Wenn wir einen Umlaut haben, also Ö und Ö oder U, ändert sich die Aussprache. Nach diesen Lauten wird das CH wieder weich ausgesprochen. Schauen wir uns die Beispiele an. Nächte, Töchter, Bücher, Bäuche.
Sprich die Wörter einmal nach und achte auf den Unterschied. Nacht, Nächte, Buch, Bücher, Tochter, Töchter. Hörst du den Unterschied? Und jetzt ein ganz besonderer Fall. Hier verändert sich der Klang komplett. Wenn nach dem CH ein S kommt, passiert etwas Wichtiges. Das CH spricht man dann nicht mehr wie gewohnt, stattdessen klingt es wie X. X. Sprich mal nach. Ochse, Wachstum, Lachs, Fuchs, wechseln, wachsen. Achtung, am Wortanfang ist CH nicht immer gleich. Es kann ganz unterschiedlich klingen. Aber warum? Weil viele dieser Wörter aus anderen Sprachen kommen. Fangen wir mit der ersten Gruppe an. Wörter mit griechischem Ursprung. Hier klingt CH wie ein K. Zum Beispiel Chor, Charakter, Christ. Die zweite Gruppe kommt aus dem Französischen. Hier klingt CH wie SCH, Chance, Chef, Schick. Und jetzt die dritte Gruppe, Englisch. Hier klingt CH wie TSCH, zum Beispiel Checklist, Chiller, Chat. Also merke dir, viele Fremdwörter werden ähnlich wie in der Ursprungssprache ausgesprochen. Das hilft dir oft, aber es ist keine feste Regel. So, jetzt kommt ein Laut, der viel einfacher ist. SCH. Dieser Laut ist im Deutschen immer gleich. Und das ist das Gute. Du musst hier keine Regeln lernen. SCH spricht man wie Sch, genau wie im Englischen SH. Hier sind ein paar Beispiele. Sprich bitte nach. Tisch, Schule, Frosch, Schaf, Kirsche, Tasche. Na? Sehr gut, ganz, ganz wichtig. Der SCH-Laut, also Sch-Laut, ist immer gleich, egal wo er im Wort steht. Ne? Und an dieser Stelle eine Frage an dich. Wie spricht man eigentlich SP und ST aus? Hast du eine Idee? Die Aussprache hängt davon ab, wo diese Buchstabenkombination im Wort steht. Wenn SP und ST am Anfang eines Wortes stehen, klingen sie anders als erwartet, also nicht so, wie sie geschrieben werden. Am Wortanfang spricht man SP wie sp, ST wie st. Zum Beispiel mit ST Straße, Stadt, Stuhl, stark, starten, Stift. Und jetzt mit Sport, Spaß, Spur, Spiegel, Sprache, später. Sprich mal nach. Straße, Sport. Hörst du den Unterschied? Wunderbar. Und was passiert mit SP und ST in der Mitte oder am Ende eines Wortes? Hier ist es ganz einfach. In der Wortmitte oder am Wortende spricht man SP und ST ganz normal. Das heißt, nicht mehr sp oder st,
sondern einfach SP wie S plus P, ST wie S plus T. Zum Beispiel Wespe, Lispeln, Obst, Fast, Kosten. Sprich mal nach. Wespe, Fast. Also ganz wichtig, am Anfang Sp und St. In der Mitte oder am Ende ganz normal. Ne? Jetzt kommt eine Lautgruppe, die ein bisschen ungewohnt aussieht, aber eigentlich ganz einfach ist. Dieser Laut besteht aus zwei Teilen, P plus F. Das heißt, du sprichst zuerst ein kleines P und danach direkt ein F. Zum Beispiel am Anfang Pflanze, Pferd, Pflege und in der Mitte Tropfen, Apfel, Zapfen und am Ende Topf, Kopf, Dampf. Ganz, ganz wichtig. Beide Laut müssen hörbar sein. Das P und das F. Kopf, Dampf. Hier haben wir die Lautgruppe PH. Die Aussprache ist ganz einfach. PH spricht man wie ein F. Zum Beispiel am Anfang Pharma, Physik, Vase und in der Mitte Alphabet, Sophia, Diaphragma und am Ende Paragraph, Graf, Philosoph. Ganz wichtig, du sprichst nicht P und H getrennt, sondern einfach F, F. Und die nächste Kombination ist CK. Aber wie spricht man sie eigentlich aus? Ganz einfach. CK spricht man wie ein hartes K. Und noch etwas Wichtiges. Dieser Laut ist kurz und stark. Das bedeutet, der Vokal davor ist kurz und das K klingt deutlich und kräftig. Hören wir uns ein paar Beispiele an. Decke, Backen, dreckig, Drucker, Zucker. Die nächste Kombination ist ER. Hast du schon mal bemerkt, dass das ER am Ende oft anders klingt? Im Deutschen spricht man ER am Wortende meist wie ein kurzes A. Das bedeutet, du sagst nicht Winter mit einem starken ER, sondern eher Winter. Winter. Also der Laut wird weich. Ein paar Beispiele. Winter, Kinder, besser, Vater, na? Vater. So, weiter geht's mit einer neuen Lautkombination, IG. In der Standardsprache spricht man IG wie ich, zum Beispiel richtig, fleißig, lustig, 40. Ne? In Süddeutschland, in der Schweiz und in Österreich hört man oft eine andere Variante. Dort klingt ich eher wie ich. Ne? Im Alltag hörst du oft beide Varianten, je nach Region. Beide Varianten sind vollkommen richtig. Du kannst also sagen, richtig oder richtig. Beide ist korrekt. Und hier haben wir noch eine interessante Kombination. TH. Vielleicht denkst du jetzt an Englisch, aber im Deutschen ist es einfacher. TH spricht man einfach wie ein normales T. Zum Beispiel Therapie, Thema, Theorie. Ne? TH in der Mitte wie Mathematik, Bibliothek, Methode.
Und zum Schluss noch eine Endung, die im Deutschen sehr oft vorkommt. T-I-O-N. Tion spricht man wie Zion. Ne? Zion. Ein paar Beispiele. Sprich mal mit. Ne? Information, Station, Position, Nation, Reaktion, Emotion. Wunderbar. Und damit sind wir am Ende angekommen. Heute hast du viele wichtige Lautkombinationen im Deutschen gelernt. Und jetzt weißt du, wie man sie richtig ausspricht. Nimm dir ein bisschen Zeit und wiederhole die Beispiele noch einmal in Ruhe. Und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da und wenn du noch mehr Deutsch lernen möchtest, abonniere meinen Kanal 7 Minuten Deutsch und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein neues Video. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss!